So, es geht 80er Jahre mäßig weiter heute. Und der nächste Kandidat ist ein Ferrari 288 GTO von Hot Wheels. Dieses Modell ist hier ein gutes Beispiel für ein Totalschadenmodell. Zum einen ist die Scheibe gelb angelaufen, zum anderen sind die Scheinwischer krumm und schief. Dann ist die A-Säule verbogen, die Spiegel fehlen und generell alles, was aus Chrom ist hier irgendwie... Oh, ja, ne, das ist original. Okay. Von den Proportionen her finde ich die ein bisschen besser gelungen wie von dem von Burago. Der fühlt sich einfach besser an, so vom Gewicht her und so alles. Der fühlt sich gut an. Und ich finde auch die Felgen sind schöner, Materialien sind hochwertiger gemacht. Der Ferrari 288 GTO ist definitiv von Hot Wheels ein besseres Modellauto wie von Burago. Natürlich ist der Burago Modell zwischen 0 Euro und 10 Euro eigentlich ziemlich gut für die Preisklasse. Und der von Hot Wheels ist so zwischen 15 und 80 Euro, wobei 80 Euro eher der Elite ist. Und der ist auch wirklich geil. Aber ich habe noch keinen gehabt zum Zerlegen. Ich hatte einen gehabt, der war in gutem Zustand. Den habe ich online getan und da ging innerhalb von 2 Tagen war er verkauft. Für 80 Euro. Also die Nachfrage nach dem Elite Hot Wheels ist sehr hoch und preislich geht auch noch was. Der Heritage Variante hier, wie dieser hier, also die, wie heißt nochmal, die billige Variante, die wird natürlich Millionenmal hergestellt, ist jetzt nicht so super selten, man kriegt sie immer wieder mal und aber die sind definitiv von der Verarbeitung her besser wie von Burago, deutlich besser. Der fühlt sich einfach besser an, ne? Also ihr habt den in der Hand und denkt, boah geil. Ja, also da fühlt sich nicht an wie so ein 10 Euro Modellauto. Obwohl er von der Preisklasse her gar nicht so weit weg davon ist. Aber ist schön. So. Oh, ein bisschen süffig der Kleine hier. Allein der Motor ist schon ein bisschen schöner ausgearbeitet. Hier mit Ferrari-Emblemen. Schön. Einfach nur schön. Ich glaube, die haben die ursprüngliche Form von Burago übernommen. Und man sieht ja auch hier Unterschiede. Die von Burago, die Windschutzscheibe, die ist ja gesteckt. Hier sind die genietet. Die Türen sind genietet bei Burago. Hier sind sie verschraubt. Und das Lüftungsgitter hier hinten, das bei Burago ein einzelnes Teil ist hier eine ganze Motorhaube. Aber ich sehe gerade hier noch weitere Mängel. Hier sind sogar noch die Stiftabfuhr. Wobei der von Burago einen Ticken besser hier ist als der hier. Das ist jetzt nur billiges Plastik. Bei Burago ist es wenigstens teilweise aus Metall. Gurte hat der schöne hier. Die Sitze sind in schwarz gemacht. Burago hat die in beige. Aber mir gefällt das schwarz deutlich besser. Und hier ist mehr Elastik drin. Das heißt, das zerbricht jetzt auch nicht so schnell. Bei Burago ist ja dieses Kunststoffproblem, wo es alles so wegbröselt. Ne, weil es auch dementsprechend noch älter ist. Ich glaube, der ist hier von 98 und der von Burago ist 84 oder 85er Baujahr. Das Armaturenbrett ist auch ganz schön. Auch in schwarz gemacht. Das finde ich persönlich auch wieder besser. Und bei Burago ist auch das Problem, dass das Kunststoff zerbröselt. Hier ist man noch weit davon entfernt. So, eine Felge. An sich ist das fast die identische Felge wie von Burago. Ein bisschen wurde die schon verändert, aber es geht eigentlich noch. Bessere Materialien. Naja, ich glaube bei Burago sind sie auch, glaube ich, vorne und hinten gleich schmal, ne? Und nicht vorne und hinten unterschiedlich dick. Muss ich mir nochmal nachgucken, ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich eigentlich hier in dir? Ich weiß, dass ich hier noch auf dem Schrottplatz viele stehen habe. Ersatzrad, ein Gummiersatzrad. Damit kommt man aber nicht weit. Oh, hier ist aber viel genietet. Ja, die Windschutzscheibe ist auch Schrott. Scheinwischer sind auch Schrott.
Ja, hier, ausbauen ist hier nicht mehr viel, ey. So. Alles Schrott hier, ey. Auch hier wieder ein Unterschied. Bei Burago ist das ein Teil, die Rücklichter, ne? Das ist ja ein komplettes Ding, was man so hinten reinsteckt und fertig. Hier sind das 4 einzelne Rücklichter. Guck mal, es ist hier auch, sehe ich gerade. Ist ja geil. Ich habe gedacht, das wäre der einzelne. Aber hier ist eine kleine Verbindung dazwischen. Also doch übernommen. So, da die Scheibe ja Schrott ist, die ist auch komplett zerkratzt. Also die kann ich nicht mal als B-Ware verkaufen. Und die Türen ohne Spiegel sind leider auch unbrauchbar geworden. Guck mal, der Kofferraum, die Motorhaube hinten ist auch festgenietet, ne? Ja, scheiß drauf. Geht so in die Schrottpresse, mir egal. So, weg damit. Ja, die Scheinwischer sind auch krumm. Naja, das war's eigentlich. Auch hier interessant, was bei Burago in einzelne Teile sind hier ins Metall eingestanzt. Man sieht hier schon noch qualitative Unterschiede. Was besser ist, was schlechter ist, ist jetzt für jeden selbst zu erklären. Ich persönlich muss ich sagen, die Feinarbeit ist bei Burago definitiv besser. Mir gefällt das besser, dass es einzelne Teile sind und nicht ins Metall reingestanzt. Andere Vorteil hat, man kann es nicht verlieren. Ne? So, das war jetzt ein süßes kleines Video. Die Rohkorosse geht in die Schrottpresse. Und es geht mit dem nächsten 80er Jahre Kultauto weiter. Und lasst euch überraschen, es wird euch gefallen. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Ciao.